Wir haben in der vorigen Stunde die ersten 3 Schritte resümiert, die wir auf dem Weg einer Systematisierung der spekulativen Sätze gegangen sind. Von Hegels Axiom, das Wahre ist das Ganze, über den Parmenides-Satz von der Selbigkeit von Denken und Sein, bis zu jenem Satz des Cusanus, dass alles in allen Teilen widerscheine. Ich habe nachdrücklich betont, dass dies nicht im Sinne einer Geschichtlichkeit der Philosophie vorgetragen wird, sondern im Sinne der Systematik der Problematik. Aber natürlich ist die Systematik der Problematik selbst geschichtlich vermittelt. Und es ist kein Zufall, dass es historische Systeme sind, in denen sich die einzelnen spekulativen Sätze, die gleichsam wie Kristalle dabei herauskommen, manifestiert haben. Alle diese Fragen und alle die spekulativen Antworten, die auf diese Fragen gegeben werden, sind Fragen nach der Welt im Ganzen. Und was wir über das spekulative und das Widerspiegelungsverhältnis von Welt im Ganzen gesagt haben, sei es im Bewusstsein, sei es, wie wir jetzt in Ausweitung beim Cusanus gesehen haben, dass jedes sich eigentlich in allem spiegelt, dieses Problem der Welt im Ganzen ist das eigentliche zentrale Problem, in dem die Philosophie über alle Einzelwissenschaften hinausgeht. Wir haben das am Anfang bereits artikuliert, dass die Einzelwissenschaften es immer mit definierten Ausschnitten von Welt zu tun haben und gerade in der Genauigkeit ihrer wissenschaftlichen Aussage daran gebunden sind, dass sie nicht über die Grenze dieses definierten Bereichs hinausgehen, sondern innerhalb dieser Grenzen bleiben, die sie partiell oder ganz, jedenfalls in der Intention ganz auszuschöpfen, in der Lage sein könnten. Insofern bleibt die Frage nach Welt im Ganzen immer eine Frage, die über alle Wissenschaften hinausgeht und in der sich die Eigenart der Philosophie, das Wesen der Philosophie als Philosophie im Unterschied zu den Wissenschaften herausbildet. Natürlich wird auch Philosophie wissenschaftlich betrieben. Das heißt, sie wird betrieben nach all den Regeln, methodischen Regeln, die eine Wissenschaft definieren. Den Regeln der formalen Logik, die im Falle einer spekulativen Philosophie nicht ausreichen und darum durch den Entwurf von Denkregeln und Denkfiguren der Dialektik überwölbt werden, aber doch nach Regeln und nicht nach irgendwelchen Fantasiegebilden, die im Kopf des Menschen vorgehen. Und in diesem Sinne ist natürlich der philosophische Gang ein philosophischer Gang, der sich im historischen Prozess des Herausbildens dieser Methodik der Philosophie auch historisch darstellt, auch wenn er systematisch in eine andere Ordnung dann gebracht wird, wie ich das versucht habe, doch also einen historischen Entwicklungsgang hat. Das heißt, die Frage nach der Welt im Ganzen, nach dem wissenschaftlichen Erkennen der Welt im Ganzen, und zwar so, dass sie nicht im Gegensatz zu Wissenschaften erkannt wird, also nicht im Glauben, dass die Götter Astronauten waren oder ähnlichem Unsinn, sondern dass sie gemäß dem, was Wissenschaften uns empirisch vorgeben, über die Wissenschaftsgrenze der Empirie hinausschreitend gewonnen wird. Diese Frage beginnt in der abendländischen Philosophie, und das ist auch der Unterschied der abendländischen Philosophie etwa zu den ganzen vorderorientalischen Einflüssen, die auf sie gewirkt haben, bei den Vorsokratikern, bei den Milesiern, bei Thales, Anaximander, Anaximenes.
Sie fragen zum ersten Mal nach der Welt im Ganzen und Sie stoßen dabei auf die Frage, dass die Welt im Ganzen nur definiert oder begriffen, nicht definiert, begriffen werden kann, wenn sie als ein Grenzenloses gedacht wird, also ein Aperon, wie Anaximander das gesagt hat. Wenn dieses unendliche Aperon nun aber doch uns von den Wissenschaften als eine unendliche Vielheit von Einzelheiten gegeben wird, und wenn jede Wissenschaft einen Teilbereich von Einzelnem erörtert, darstellt, systematisiert, erklärt, beschreibt, dann fragt sich, wie ist denn dann überhaupt die Einheit dieser Welt im Ganzen, dass eben das Viele eine Einheit bildet, zu denken. Und dies macht im Grunde genommen die Frage der Philosophie seit den Vorsokratikern aus, wie haben wir die Vielheit so zu denken, dass wir sie als das eine, nämlich die eine Welt, außer der es nichts gibt, die das Einzige ist, was es gibt. Außer ihr gibt es nichts, sonst wäre sie nicht das Ganze. Wie haben wir sie uns abzubilden? Und genau das ist der Impuls, der von den Milesiern, also von Thales, Anaximander und Anaximenes, in direktem Weg, und das sind ja auch nur 50 Jahre Differenz, zu Parmenides führt, der sagt, wir können diese Einheit des Vielen nicht im Wahrnehmen der Vielheit herstellen, sondern da bleibt es immer eine zerstreute Vielheit, sondern wir können sie nur im Denken herstellen, im Begriff der Einheit des Vielen. Darum die Frage nach dem Verhältnis vom Sein, dass immer das Sein der vielen Seienden ist. Denn was ist, das ist Träger des Seins, das hat am Sein Anteil, aber es ist voneinander unterschieden. Wir haben im Zusammenhang mit dem Cusanus von der Kategorie der Andersheit, von der Alteritas gesprochen. Die Frage also, wie wir das Viele in der Alteritas, in der Andersheit, als das einzige Eine, das die Welt ist, zu denken haben, dies ist die Frage nach dem Verhältnis von Denken und Sein. Und darum stellt sich im Anschluss an die Frage nach der Welt im Ganzen bei den Milesiern, bei Parmenides zum ersten Mal sozusagen die Frage nach dem spekulativen Verhältnis, in dem wir die Einheit der Vielheit zu fassen versuchen. Plato hat dann diese Frage nach dem einen in seiner Spätphilosophie ausgearbeitet. Ich werde am Schluss, wenn wir einen Überblick über die gesamte Konstruktion haben, darauf noch einmal zurückkommen, und hat damit für alle weitere Philosophie in dem Dialog, den er nicht zufällig Parmenides nennt und wo er anstelle des bisher immer bei ihm üblichen Dialogführers Sokrates den alten Parmenides als Dialogführer einführt, in diesem Dialog diese Frage nach der Einheit und der Einheit des Vielen gestellt und herausgestellt, dass wir die Einheit nur denken können, wenn wir sie immer als die Einheit ihrer selbst und des von ihr Unterschiedenen, also als die Einheit des Hen, des einen, mit dem Heteron, mit dem anderen zu denken haben. Da ist die erste große Denkfigur der spekulativen Dialektik sozusagen entwickelt als der Gedanke, dass das eine sein Gegenteil, nämlich das andere in seiner Vielheit, als ein Moment seiner selbst übergreift. Das heißt, dass eine Gattung ihrer selbst, nämlich des einen, und ihres Gegenteils des Vielen ist. Was dann eine Grundfigur aller dialektischen Philosophie ist, die bei Hegel dann etwa in der Formel von der Identität von Identität und Nicht-Identität. Das ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass die Formel der Identität von Hen und Heteron wiederkehrt.
Diese platonische Frage nach dem einen wird dann im Neuplatonismus, also von Plotin, von Proklos, aufgenommen, in einer Weise, in der sie hinter Platon eigentlich zurückfallen, weil sie eine Vermittlung zwischen dem einen und dem vielen suchen und es nicht als eine logisch-dialektische Gattungseinheit begreifen, sondern das viele sozusagen als eine aus dem einen hervorkommende Emanation verstehen. Diese Lehre ist aber dann natürlich ganz geeignet, um als philosophisches Modell von der christlichen Philosophie aufgenommen zu werden, die das eine als Gott denkt und alles, was Vielheit ist, als ein aus Gott hervorgekommenes, als eine Emanation aus Gott zu denken bereit ist. Das haben wir bei Cusanus gefunden, da haben wir auch gesagt, da ist also bei Cusanus diese merkwürdige Ambivalenz, dass er einerseits versucht, ontologisch ohne Gott mit einem Einheitsbegriff auszukommen, dem Begriff des Possessed, der die Vielheit in sich umfasst, weil das Possessed alles ist, was es sein kann, also alle Möglichkeiten in sich enthält, aber andererseits den Übergang von dem Possessed, weil es als Gott gedacht wird, zum Vielen der Welt, zur Alteritas der Welt, noch einmal vollziehen muss mit einem Zwischenschritt, dem Posse Fieri, dem Werden können, alles was werden kann, das sozusagen aus diesem einen, was alles ist, hervorgeht. Das ist neuplatonisch, dann nimmt Cusanus den Proklos auf. Und insofern ist das, was wir bisher verfolgt haben, zwar in sich systematisch aus der Frage nach der Denkmöglichkeit von Welt im Ganzen hervorgegangen, aber es hat sozusagen seine Abfolge in historischen Philosophemen auch gefunden. Und wenn ich die Systematik herausarbeite, will ich damit nicht sagen, dass sozusagen diese historische Entwicklung gleichsam disparat dazu ist, sondern die historische Entwicklung ist selbst wiederum ein Spiegel dieser Problematik, aber nicht ein Spiegel, in dem wir eine Stufe nach der anderen wie in einem Treppenhaus haben, sondern es sind auch in dem Brüche und Sprünge und Differenzen möglich. Den Ansatz des Cusanus, das Posse Fieri, als sozusagen den Ursprung der Vielheit, das heißt die Vielheit als den Ursprung des Wirklichen, das immer weniger ist, mengenmäßig, quantitativ, als das Mögliche, was immer mehr ist als das Wirkliche, zu denken. Dieser Gedanke wird nun ganz innerweltlich ontologisch von Leibniz aufgenommen, bei dem der Begriff der Möglichkeit in das Zentrum eigentlich seiner Metaphysik rückt. Da müssen nun aber, und darauf hat Ernst Bloch mit Nachdruck und eigentlich zum ersten Mal in dieser Form aufmerksam gemacht, Missverständnisse, Äquivokationen vermieden werden. Denn wir reden einerseits vom Möglichen als dem, was logisch möglich ist, was wir denken können, und andererseits vom Möglichen, was als Möglichkeit in der Welt möglich ist, was ontisch seiend möglich ist. Dieser sozusagen Widerspruch entspringt nicht nur daraus, dass wir ja immer Sein und Denken in einem Verhältnis denken, sondern entspringt auch daraus, dass gefragt wird, was ist denn unmöglich? Denn das kann ja auch nicht wirklich werden. Und die allgemeine Antwort darauf ist, unmöglich ist das, was in sich einen formellen Widerspruch enthält. Also etwas, was mit sich selbst nicht identisch ist. A ist A und nicht B. Und A ist immer gleich A. Der Identitätssatz ist sozusagen die
logische Voraussetzung, mit der wir überhaupt über Sein reden können. Denn wenn wir das, was da ist, nicht festhalten als in sich selbst identisch, dann wissen wir überhaupt nicht mehr, wo wir sind und was ist. Wenn ich nicht weiß, dieses Buch, da ist also der erste Band der Leibniz-Ausgabe, in dem kann ich nachschlagen, was der Leibniz im Diskurs der Metaphysik gesagt hat, sondern einfach sage, das Buch ist im nächsten Moment mit sich nicht mehr identisch, dann kann ich es auch nicht mehr benutzen. Das heißt also, ein sich zurechtfinden, ein Orientieren in der Welt setzt immer die Geltung des Identitätssatzes, die Geltung des Satzes vom verbotenen Widerspruch voraus. Und das ist sozusagen alles, das ist möglich, was nicht in einen solchen Widerspruch gerät, dass es des Widerspruchs wegen unmöglich ist. Wir werden noch sehen, dass das natürlich auch wieder eine Zweideutigkeit enthält. Denn wenn wir andererseits denken, dass das Anderssein, die Alteritas, die Nicht-Identität mit zur Welt im Ganzen gehört, dann ist die Welt im Ganzen mit sich identisch und zugleich nicht identisch. Das gilt aber nicht für den Gegenstand in der Welt. Deswegen ist die Logik der Wissenschaften eine andere Logik als die Logik der Philosophie oder das formale Gerüst, in dem die Wissenschaften denken, ist ein anderes formales Gerüst als das formale Gerüst, innerhalb dessen die Philosophie denkt. Denn wenn die Philosophie denkt, denkt sie Welt im Ganzen. Und wenn sie Welt im Ganzen denkt, dann muss sie die Dinge mitdenken, die sich in dieser Welt auch widersprechen und die einander ablösen. Eines kommt ja nach dem anderen. Innerhalb, um es an einem, sagen wir mal, gesellschaftstheoretisch relevanten Beispiel zu sagen, innerhalb einer Gesellschaftsformation wie dem Kapitalismus widersprechen sich das Eigentum an den Produktionsmitteln und das gesellschaftliche Eigentum, also das Kapital und das Proletariat als Träger des Nichtkapitals. Dieser Widerspruch, und das ist für die Leibnizsche Philosophie nachher ganz wichtig, dieser Widerspruch existiert und existiert, indem er existiert als Widerspruch im Zusammensein der widersprüchlichen Elemente des Gegensatzes, der Einheit der Gegensätze, wie Lenin im Anschluss an Hegel dann formulieren wird. Insofern ist die Reduktion des Möglichen auf das Denkmögliche, was den Ausschluss des Widerspruchs verlangt. Eine Reduktion, die ontologisch nicht gängig ist, die nur formal logisch gängig ist. Wie gesagt, Ernst Bloch hat zuerst darauf hingewiesen, dass wir im Begriff Möglichkeiten selbst, wie er das nennt, Schichten unterscheiden müssen. Ich würde sagen, unterschiedene Realisationsmodi dessen, was wir mit Möglichkeit bezeichnen. Es gibt Möglichkeiten, die man aussagen kann, die man aber gar nicht denken kann. Man kann beispielsweise, und davon macht ja die surrealistische Literatur gerne Gebrauch von solchen Paradoxien, man kann beispielsweise, um ein Beispiel von Bloch zu gebrauchen, sagen, er bestieg ein Schiff, das abgefahren war. Das ist natürlich völlig logisch unmöglich, denkunmöglich, aber es ist aussagbar. Und wie gesagt, der Surrealismus und Dadaismus macht ja oft genug Gebrauch von solchen Dingen. Dieses Mögliche kann man sozusagen ganz aus der philosophischen Betrachtung herauslassen. Was aber philosophisch wichtig ist, sind alle die Möglichkeiten, die sich auf das beziehen, was in der Welt in irgendeiner Weise wirklich werden kann. Aber auch da gibt es unterschiedliche Aspekte. Wenn ich, und ich gebrauche jetzt immer die Beispiele, die Bloch in dem großen Kapitel über die Schichten der Kategorie Möglichkeit im Prinzip Hoffnung gebraucht habe, wenn ich sage, heute kann es vielleicht regnen, also alle Vielleicht-Aussagen, so spreche ich eine Möglichkeit aus.
eine Möglichkeit, von der noch nicht feststeht, ob die Bedingungen vorliegen, dass der Regenfall eintritt. Es kann sein, dass eine Temperaturschwankung es auslöst, es kann sein, dass eine andere Temperaturschwankung es verhindert. Das ist noch nicht vorhersehbar und wir wissen es nicht. Das heißt, hier haben wir eine Möglichkeit, die auf einem partiellen Bedingtsein unseres Wissens beruht. Denn wenn wir alle meteorologischen Zusammenhänge beschreiben könnten, dann könnten wir sagen, um so und so viel Uhr wird die und die Temperatur in der Luft eintreten, die den Regenfall oder Schneefall auslöst. Wir wissen es nicht, infolgedessen sagen wir, vielleicht kann es so sein, weil wir die Bedingungen nur unvollständig kennen. Das nennt Bloch das sachlich objektiv Mögliche. Es ist sachlich objektiv möglich, dass es Regen gibt, aber wir wissen es nicht genau. Das ist sozusagen das erkenntnistheoretisch Mögliche. Es gibt aber auch ein Mögliches, zu dem die Bedingungen noch gar nicht da sind. Das heißt, es kann ein Sachverhalt sein, in dem, wenn das oder anderes dazukommt, was noch nicht existiert, eine Folge eintritt, die nicht eintritt, wenn das nicht dazukommt. Sagen wir 1618 beim Fenstersturz zu Prag, der den Dreißigjährigen Krieg auslöste, werden also die zwei österreichischen Gesandten aus dem Ratschin heruntergestürzt und fallen auf einen Misthaufen. Es ist ihnen ja nicht viel geschehen dabei. Aber es war eine Provokation und es war ein Auslöser zum Krieg. Aber es wäre unter Bedingungen, unter denen nicht auch noch ein Religionsgegensatz dazugekommen wäre, der sich nach den Hussitenkriegen zugespitzt hatte, auch auf einen dynastischen Gegensatz, auf eine Erbfolge und all diese, wenn das nicht alles zusammengekommen wäre, wäre der Krieg, der Dreißigjährige Krieg, aus diesem Anlass nicht ausgebrochen. Wenn man also sagt, der Dreißigjährige Krieg ist durch den Fenstersturz zu Prag ausgelöst worden, dann ist das eine Aussage, die sozusagen nur ein Element eines Möglichkeitskomplexes benennt und solange nicht andere Möglichkeiten dazugekommen wären, hätte es auch den Dreißigjährigen Krieg nicht gegeben. Das ist genauso wie mit dem Attentat von Sarajevo. Es wäre kein Krieg, Erster Weltkrieg ausgebrochen, nur weil der österreichische Thronfolger in Sarajevo erschossen wurde. Es sind in der Zeit der Anarchiewelle x Staatsoberhäupter und Fürsten erschossen worden und das hat keinen Krieg ausgelöst, sondern hier kamen bestimmte zusätzliche imperialistische Interessen des Machtkampfes dazu, die diesen Anlass dann zu einem Anlass machten, aufgrund dessen der Krieg ausgelöst wurde. Das wäre das, was Bloch dann das objektgemäße Mögliche nennt. Das Mögliche, was im Objekt liegt, aber im Objekt selbst noch nicht voll bedingt ist. Und das ist noch nicht voll bedingt war, sieht man beispielsweise gerade am Beispiel des Mordes von Sarajevo. Es hat ja immerhin zwischen dem Juni, es war glaube ich Juni, als der österreichische Thronfolger in Sarajevo ermordet wurde, und dem Ausbruch des Krieges 2,5 Monate gedauert, in denen noch anderes möglich gewesen war. Diese objektgemäße Möglichkeit im Objekt selbst, also in diesem Fall im europäischen Mächtezusammenhang der Großmächte, liegt die Möglichkeit, dass sie in einen kriegerischen Konflikt kommen, aber noch nicht alle die Voraussetzungen sind gegeben. Und hätte möglicherweise der Zar nicht mobilisiert und dagegen dann der deutsche Kaiser mit dem österreichischen zusammen ebenfalls mobilisiert, sondern hätten stattdessen eine Friedensmission gestartet, dann wäre möglicherweise der Erste Weltkrieg zu diesem Zeitpunkt nicht ausgebrochen. Das wäre also das sachhaft objektgemäß Mögliche. Das sind sozusagen die Möglichkeitsformen, das Erkenntnistheoretische und das Ontologe und das Ontische. Die Möglichkeit dessen, dass wir etwas nicht vollständig wissen
oder die Möglichkeit, dass etwas noch nicht vollständig bedingt ist und noch nicht hervortreten kann. Dem sozusagen überwölbend führt mit Rückgriff auf Aristoteles Ernst Bloch dann noch den Begriff des Realmöglichen ein, dass die Welt in sich schlechthin nicht nur Wirklichkeit enthält, sondern real immer aus Möglichkeit und Wirklichkeit zusammengesetzt ist. Das, was also bei Aristoteles der Gegensatz zwischen dem Dynameion, dem nach der Potenz, nach der Möglichkeit Sein ist, und der Energia, der Verwirklichung dieses Seins. Nur Teile des Möglichen werden verwirklicht. Das eine ist möglich und wird verwirklicht und das andere wird nicht verwirklicht, weil es auch Obstakel dagegen gibt, Hindernisse, die die Verwirklichung nicht zulassen, weil anderes sich vordrängt, weil Möglichkeiten zueinander in Konkurrenz treten und die eine Möglichkeit die andere verdrängt. So wie beispielsweise eine Friedensmission den Krieg, den Ersten Weltkrieg zu jenem Zeitpunkt hätte verhindern können und stattdessen die Mobilisation sich vorgedrängt hat und damit das Aufrüsten zum Losschlagen. Was auch wieder nur eine von Möglichkeiten in einem ganzen Komplex ist. Diese Situation, dass wir also ein real Mögliches in der Welt annehmen, ist eigentlich das, was im philosophischen Begriff der Möglichkeit seit der Frühzeit, also seit der griechischen Philosophie, gedacht wurde. Im Griechischen heißt das Dynamis, bei den Lateinern heißt es dann Potentia, und im Begriff der Potentia geht es dann in die ganze christliche Philosophie ein. Wir sprechen auch noch von Potentiellem und Wirklichem und sagen, das ist potenziell, das ist dann also etwas, was sein kann, aber noch nicht ist. Wir haben jetzt also ein Weltkonzept, in dem wir eine Welt haben, die aus einer Menge von realisierten Möglichkeiten besteht, die wirklich sind, die zum Teil auch wieder vergehen, denn die Welt verändert sich ja, und einem großen sozusagen Horizont, einem großen Hof von nicht verwirklichten Möglichkeiten. Und damit sozusagen dieses Verhältnis als Verhältnis einer in sich bewegten Welt, die ja dauernd in Veränderung begriffen ist und eine Veränderung, die wir empirisch wahrnehmen, die wir beschreiben können, die Einzelwissenschaften beschreiben, damit wir sozusagen im Weltbegriff der Einheit dieser Vielheit die Veränderung denken können, die dieser Einheit in sich zukommt, muss der Begriff der Möglichkeit so gedacht werden, sagt Leibniz, dass er den Übergang zur Wirklichkeit ständig auslöst und damit also in einem ständigen Prozess von Verdrängung von Möglichkeiten, Ersatz einer Möglichkeit durch die andere und so weiter gegeben ist. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass jede Möglichkeit, die es gibt, in sich die Tendenz hat, sich zu verwirklichen. Das ist jener Satz, den ich als vierten in der Kette der Sätze in der Einleitung genannt habe: Omne possibile exigit existere. Alles Mögliche drängt danach, wirklich zu werden. Exigere sollte man hier wirklich genau in seinem semantisch-wörtlichen Sinn nehmen. Es heißt auch so viel wie fordern und normalerweise wird übersetzt, alles Mögliche fordert die Verwirklichung, aber das klingt so ja, als ob da ein Bewusstsein dahinter wäre. Es drängt aus sich heraus, ex agere, aus sich heraus treibt es seine Verwirklichung hervor. Omne possibile exigit existere. Ich denke, dass dies ein absolut unerlässlicher Ergänzungssatz zu all denen ist, die wir bisher
als spekulative Sätze zur Konstruktion des Weltganzen behandelt haben. Und dass es in der Tat der große Schritt ist, den Leibniz getan hat, dass er mit diesem Satz das gesamte Problem des Verhältnisses von Wirklichkeit und Möglichkeit, also einer Welt, die größer ist als die wirkliche Welt und doch eine wirkliche Welt, ein real mögliches, wie Bloch dann sagt, enthält, dass er dies sozusagen auf die Tagesordnung der spekulativen Philosophie gesetzt hat. Er konnte das natürlich auch nur, weil er die klassische philosophische Frage nach der Welt im Ganzen, nach der Welt aufgenommen hat. Und weil er diese klassische philosophische Frage nicht mehr theologisch beantwortete. Er spricht zwar immer noch von Gott, das Wort ist sozusagen so, wie Cusanus gesagt hat, ich nenne das, werde das so nennen, nominabo Deus, auch bei Leibniz gegenwärtig, aber in einem viel verblassteren Sinn, als es bei Cusanus noch vorhanden ist. Gott wird wirklich zu einem Terminus, mit dem die Ganzheit der Welt bezeichnet wird. Ich habe das ausführlich in meinen Arbeiten über Leibniz dargestellt und an den Texten belegt. Das brauche ich hier jetzt nicht weiter auszuführen. Indem Leibniz eine Welt denkt, die, wie die cusanische schon, die wir gestern erörtert haben, ein universelles Relationensystem, ein universeller Beziehungszusammenhang zwischen den unendlich vielen ist. Indem er dies denkt, kann er die Ganzheit als Struktur denken und kann in seinem Sprachgebrauch dann Dieu, Gott oder Deus, als einen Strukturbegriff, als den Begriff für die Einheit einer Struktur von vielem gebrauchen. Und so führt er ihn ein, so gebraucht er ihn auch immer und so begründet er den Begriff von Welt, den er hat, als das, was wir schon bei Cusanus gestern angesprochen haben. Jedes drückt sich in allen seinen Teilen aus. Jeder Teil wird von Leibniz als eine Monade beschrieben. Er ist eine Ganzheit, selbst wieder eine kleine Ganzheit, eine kleine Welt im Ganzen. Und jeder Teil drückt das Ganze, alle anderen Teile aus und drückt alle anderen Teile immer wieder in Beziehung zu dem aus, was er selbst an der Stelle ist, wo er existiert. Aber weil die anderen ihn ausdrücken, drückt er sich selbst auch wieder darin aus. Das heißt, er reflektiert nicht nur, sondern er reflektiert sich in der Reflexion dieser Reflexion noch einmal. Und das ist eigentlich erst der Status, auf dem die Systematik der Dialektik erreicht wird. Dialektik ist die Lehre von der Reflexion der Reflexion. Reflexion allein ist noch keine Dialektik, das ist Abbildtheorie. Sondern Reflexion der Reflexion ist die Struktur der Dialektik. Wenn Leibniz nun davon spricht, dass alles Mögliche zu seiner Verwirklichung drängt, dann muss er natürlich auch sagen, warum nicht alles Mögliche wirklich wird. Und er sagt, es drängt alles Mögliche zu seiner Verwirklichung, soweit es sich nicht gegenseitig daran hindert. Das heißt, die unendliche Zahl von Möglichkeiten, die in dieser Welt gegeben ist, organisiert sich so, dass Möglichkeiten, die einander hindern, und da kommt jetzt der Satz vom Widerspruch wieder ins Spiel, die einander so widersprechen, dass sie zusammen nicht möglich sind, die hindern sich an der Verwirklichung.
Aber nicht jedes sich Widersprechende hindert sich an der Verwirklichung, sondern, wie wir dann bei Hegel und Marx ausgeführt sehen und lernen, es gibt sich Widersprechendes, was gerade sich durch gegenseitiges sich bedingen stützt und erhält. So wie der Kapitalist nur Kapitalist sein kann, wenn es den Arbeiter gibt, dessen Arbeitskraft er ausbeutet, von dem er einen Mehrwert erzeugt bekommt, den er abschöpft. So wie also der Widerspruch, der Gegensatz von Kapitalist und Proletarier ein Widerspruch ist, in dem die Verwirklichung des Proletariers das Ende des Kapitalisten bedeuten würde. Oder aber der reine Kapitalist ohne den Proletarier, den er ausbeutet, gar kein Kapitalist sein könnte. So gibt es also Widersprüche, die miteinander zusammen möglich sind und andere, die miteinander nicht zusammen möglich sind. Ich kann nicht einen Widerspruch, gibt diesen schönen Witz, dass man eben nicht ein bisschen schwanger sein kann. Entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Das ist ein sich ausschließender Widerspruch. Aber man kann durchaus ein bisschen Kapitalist sein, wenn man Proletarier ist. Man kann ein paar Aktien des Betriebes besitzen. Dann ist man zwar, indem man Aktienbesitzer ist, Teilhaber am Kapital, aber man ist natürlich nach wie vor der ausgebeutete Proletarier. Da sieht man also sozusagen den Unterschied in Praxis. Leibniz hat dafür den ersten Terminus eingeführt, auch das wieder für die Begründung einer Ontologie der Möglichkeit. Er hat gesagt, alles das kann wirklich werden vom Möglichen, was komposibel, was zusammen möglich ist, also auch die komposiblen Widersprüche. Ausgeschlossen ist das Inkomposible, das Inkompatible. Ausgeschlossen ist also beispielsweise, dass die Gewehrkugel dich trifft oder nicht trifft. Eins von beiden kann nur sein. Diese logische Differenz zwischen dem komposiblen Widerspruch, der letzten Endes der dialektische Widerspruch ist, und dem nicht komposiblen, der formal-logische Widerspruch ist. Diese Differenz taucht zum ersten Mal philosophisch reflektiert bei Leibniz auf und taucht als Konsequenz dessen auf, dass er die Formel denkt, alles Mögliche strebt nach Wirklichkeit. Dann muss er das Kriterium auch angeben können, wie dieses Streben nach Wirklichkeit sich durchsetzt oder verhindert. Ich sagte, das bezieht sich nun darauf, dass die Widersprüche nicht nur in der Welt zwischen den Verschiedenen, zwischen der Alteritas sind, zwischen dem, was da an Andersheiten in der Welt existiert, sondern weil ja nun jedes Einzelne ein Spiegel des Ganzen ist, jedes Einzelne, jede Monade, alle anderen in sich widerspiegelt, reluzet. Darum transportieren sich die Widersprüche in die Sache selbst, in die einzelne Sache selbst. Und darum gibt es eben auch eine Dialektik nicht nur der Philosophie als Dialektik der Welt im Ganzen, sondern da, wo dann die Dialektik der Welt im Ganzen sich im Einzelnen widerspiegelt, gibt es natürlich auch eine Widerspiegelung, eine Dialektik in den einzelnen Wissenschaften. Nur nicht sozusagen konstitutiv. Für die einzelnen Wissenschaften ist zunächst die formale Logik konstitutiv und die Dialektik kommt hinzu, wohingegen für die Theorie der Welt im Ganzen die Dialektik von vornherein konstitutiv ist. Dass die Welt so gedacht werden müsse, hat Leibniz in einem
im Discours de Métaphysique, der ersten großen Zusammenfassung seines philosophischen Denksystems, niedergelegt, zum ersten Mal, später immer wieder, wo er dem jansenistischen Theologen Antoine Arnauld auf seine Einwendungen und Fragen zunächst in einem ausgiebigen Briefwechsel geantwortet hat. Damals schickte man noch keine E-Mails und SMS, sondern schrieb noch 60 und 70 Seiten lange Briefe. Und er hat dann zur Ergänzung dieses Briefwechsels eben eine Abhandlung niedergeschrieben, indem er in Thesenform das, was in dem Briefwechsel diskutiert wurde, seine Auffassung darlegt. Und da das eine sehr, ich würde sagen, eindrückliche Stelle auch für die Interpretation des Cusanischen Omnia in omnibus partibus relucet darstellt, möchte ich das im Text wiedergeben. Da schreibt Leibniz: Zudem ist jede Substanz, also jedes einzelne Seiende, wie eine ganze Welt und wie ein Spiegel Gottes. Da haben wir Gott gleich Welt. Oder viel Gottes oder vielmehr des ganzen Alls. Dass jede auf ihre Weise, suo modo, sagte der Cusanus, ausdrückt, etwa so wie eine und dieselbe Stadt sich gemäß der verschiedenen Standorte dessen, der sie betrachtet, darstellt. So wird das All auf gewisse Weise ebenso oft vervielfältigt, wie es Substanzen gibt. Dieses Weltall existiert in genauso vielen Widerspiegelungen, wie es Substanzen gibt, die es widerspiegeln. Und da es ja immer das Ganze ist, was widergespiegelt wird, ist die Welt zugleich als Welt eine und sie ist eine Vielheit von Welten. Man muss sich dieses Konzept einmal klar machen. Denn sie, die Substanz, drückt, wenn auch verworren, alles aus, was sich im Weltall, und jetzt bitte achten, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, da kommt die Zeitdimension, über die wir gesprochen haben, herein, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ereignet, was eine gewisse Ähnlichkeit mit einer unendlichen Perzeption oder Erkenntnis hat. Da sagt er wieder, das ist eigentlich ganz dasselbe, was Gott ist. Eigentlich ist jede Monade, jede Substanz ein kleiner Gott. Und da alle anderen Substanzen diese eine auf ihre Weise ausdrücken und sich ihr anpassen, weil ja, indem sie ausdrücken, werden sie ja in ihrem So-Sein bedingt, kann man sagen, dass sie ihre Macht auf alle anderen in Nachahmung der Allmacht des Schöpfers ausdehnt. Jede einzelne Substanz ist sozusagen eine Nachahmung der Schöpfung des Ganzen. Dies ist ein ungeheurer Gedanke, dass hier sozusagen alle die Elemente, die nötig sind, um das Überschreiten der Grenze des Endlichen zu denken, das heißt die Transzendenz zu denken, das, was man personalisiert dann als Gott denkt, dass das alles zurückgenommen wird und als Inhalt jeder einzelnen Substanz erscheint. Dass jeder von uns die ganze Welt ist. Und selbstverständlich ist in jedem, der wir sind, aber auch in jedem Gegenstand, der hier ist, die Einwirkung der ganzen Welt, nur nach Nähe und Ferne, mehr verworren oder mehr deutlich. Und auch der Andromeda-Nebel oder die inzwischen auf 13 Milliarden Lichtjahre Entfernung ausgedehnte Ausdehnung dieses Weltalls ist eine unmittelbare Einwirkung auf uns in jedem Augenblick. Und da wir ja jede Einwirkung, die auf uns gewirkt hat, in der Konsequenz, in der Folge, in der Auswirkung in uns enthalten, also heute würde man computermäßig sagen speichern, ist auch die Vergangenheit in uns. Und da wir ja tendenziell die Möglichkeiten in uns tragen, die aus uns heraus in die Zukunft gehen, ist auch die Zukunft in uns.
Das heißt, hier wird über den Begriff der Möglichkeit die Statik des der Spiegelmetapher aufgelöst in einen prozessualen, zeitlichen Horizont, was wir schon bei Cusanus spürten, dass das gesucht wird. Und hier wird sozusagen die Formel dafür entwickelt, wie wir darauf antworten können, auf diese Suche. Das macht, meine ich, Leibniz zu einem wesentlichen Einschnitt in der gesamten Philosophie seit Plato und Aristoteles. Und zu einem Einschnitt, an dem jetzt ein Punkt erreicht ist, wo wir die Denkbewegung der Konstitution sozusagen des spekulativen Verhältnisses von Welt im Ganzen und Ausdruck der Welt im Ganzen, wo wir dieses Verhältnis jetzt zum ersten Mal in allen seinen sozusagen Aspekten sehen können. Wir haben es bei anderen Philosophien gesehen unter dem einen oder unter dem anderen Aspekt. Wir haben auch gesehen, wie Probleme, die jetzt bei Leibniz formuliert werden, auch schon anklangen, aber noch nicht ausgearbeitet waren. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal auch, wenn man das Leibnizische System im Ganzen überblickt, ist das noch viel deutlicher, zum ersten Mal die Vorstellung, dass wir die Welt nicht als eine einheitliche Substanz zu denken haben, die Welt, die wie ein Gegenstand da uns gegenüber ist, sondern dass wir die Welt als ein unendliches System von Beziehungen und Relationen zu denken haben, in dem jedes Element zugleich die ganze Welt ist, weil es sie ausdrückt, und zugleich zu ihr beiträgt, weil es sich in den anderen ausdrückt. Das heißt, wir haben einen wechselseitigen Konstitutionsprozess von Einzelnem und Ganzem, von Einzelnem und dem Zusammenhang des Einzelnen, der als das Ganze dann vergegenständlicht werden kann. Und das ist im Grunde genommen natürlich das, was Hegel mit dem Satz, das Wahre ist das Ganze, gemeint hat, wie wir ja in der Hegel-Interpretation schon gesehen haben, dass das Ganze sich bei Hegel im Fortgang des Werdens des Wissens vollzieht. Wir werden noch einmal darauf zurückzukommen haben. Fortgang des Werdens des Wissens, das ist in der Tat eigentlich die Formel, unter der die Substantialität der Welt, die wir seit Thales und Anaximenes, wo man sagt, die ganze Welt ist sozusagen ihrer Substanz nach Wasser oder Luft, oder bei Aristoteles, wo es heißt, sie ist die Materia prima, nun sich auflöst in ein solches Relationensystem. Und ich möchte zu bedenken geben, das ist eine Struktur, die unabhängig davon gilt, ob die Naturwissenschaften sagen, das Weltall ist räumlich begrenzt, also endlich. Denn Relationen sind in sich immer wieder iterierbar. A verhält sich zu B, aber A verhält sich auch zum Verhältnis von A zu B. Und wenn man das jetzt sozusagen in eine endliche große Zahl fortsetzt, hat man schon eine unendliche Menge von Beziehungen, die in der Welt gegeben sind. Also wenn man die Welt relational und nicht substanziell denkt, dann ist nicht die Frage, ist sie irgendwo materiell zu Ende, was ja für uns auch schwierig zu denken ist, also wie auch immer die Berechnungen der Physik da sein mögen, sondern wir können sagen, in jedem Fall ist die Welt intensiv unendlich, weil sie intensiv immer sich selbst in Relation von Relation von Relation fortsetzt, weil also Relationen einen unendlich iterierbaren Prozess von
neuen Relationskonstitutionen, von Schaffen neuen Relationen herbeiführen. Und genau darum, weil das so ist und weil in jedem Augenblick Relation wieder zum Gegenstand oder zum Element einer übergeordneten Relation, einer abgeleiteten Relation, einer Relation zweiter Ordnung werden kann, darum ist es auch möglich, wie der Cusanus es gesagt hat, zu sagen, omnia ubiqua, alles ist überall, weil alle Relationen ineinander greifen, sich wieder gegenseitig aufeinander beziehen und ausdrücken. Damit haben wir eine Weltkonzeption, die als Voraussetzung des Widerspiegelungsverhältnisses, als Voraussetzung, dass das Ganze im Teil erkennbar und sichtbar wird, wofür der Spiegel die Metapher darstellt oder die Spiegelung die Metapher darstellt, haben wir jetzt sozusagen eine neue Problematik, einen neuen Problembereich, wie wir nun im Einzelnen auszuarbeiten haben. Das Verhältnis von unentwickelte Möglichkeit, die in der Welt ist, also das, was Bloch Latenz nennt, das, was in der Welt latent ist, was tendenziell historisch in einer bestimmten Epoche, in einer bestimmten Phase der Entwicklung der Menschheit oder der Entwicklung der Natur, der Welt, das gilt natürlich genauso für die Naturgeschichte, sozusagen zur Verwirklichung drängt, was das sozusagen sachhaft, objektgemäß Mögliche ist, wozu die und die Bedingungen noch fehlen, die aber sozusagen, die Mehrzahl der Bedingungen ist schon da, es kommt noch was dazu. Was ist also im Verhältnis zur Latenz aller Möglichkeiten die Tendenz jener Möglichkeiten, die innerhalb der Geschichte ein Weiterschreiten beinhalten, wofür man dann das Wort Fortschritt gebrauchen kann, wobei ich also den Wertakzent des Wortes Fortschritt hier ausklammern möchte und zunächst das als einen prozessualen, als einen zeitlichen Prozess nehmen will. Das bedeutet aber, dass wenn es eine tendenzielle Möglichkeit, eine Anlage zu bestimmten Dingen gibt, Dispositionibus internis heißt es in einem Leibniz-Text, innere Anlagen zu etwas. Wenn es Anlagen zu etwas gibt, dann gibt es auch so etwas wie ein Ziel, ein Zweck, woraufhin sich etwas entwickelt. Das muss kein bewusster Zweck sein, aber es ist ein Zweck, der sich aus der gegenseitigen Stützung und dem gegenseitigen Ausschließen von Möglichkeiten ergibt, dass das und das sozusagen das Telos ist, wie Aristoteles das genannt hat. Und so würde auf einer ganz neuen Ebene das, was in der ganzen christlichen Philosophie die Teleologie durch Gottes Willen war, durch seinen Plan der Weltschöpfung und der Heilsgeschichte und der Erlösung der Menschheit durch den Tod Christi und so weiter, dass das jetzt als ein interner Prozess der Rückkopplungsmechanismen innerhalb dieser natürlichen Welt sich als Teleologie erklären lässt. Ein Telos kann sich erfüllen, wenn die Bedingungen eintreten, wozu dann auch handelnde Personen beitragen können. Das heißt, der Subjektfaktor ins Spiel kommt, sobald das bewusst reflektiert wird, also Reflexion der Reflexion statt hat. Wenn also bewusst handelnde Personen einwirken, kann ein Telos verwirklicht werden, indem Bedingungen, die geschaffen werden müssen, geschaffen werden. Aber es kann auch misslingen. Das heißt, wir gewinnen sozusagen für die Geschichtsphilosophie die Kategorien des Gelingens und des Scheiterns. Es kann natürlich gelingen,
im Sozialismus eine Welt solidarischer Menschen zu verwirklichen. Aber der Versuch kann auch scheitern. Und er kann in einer Katastrophe eines Weltkriegs enden oder so. Das heißt, der Ablauf der Weltgeschichte und auch der Ablauf der Naturgeschichte ist nicht ein für alle Mal vorbedingt, sondern hängt davon ab, dass die Bedingungen zusammenkommen, die nötig sind, dass die Dinosaurier untergegangen sind. Dazu gab es eine Reihe natürlicher Bedingungen, aber die mussten nicht alle eintreten, sondern die eine hätte auch nicht eintreten können und dann hätten die Dinosaurier überlebt und dann würde jetzt da draußen durchs Fenster ein Dinosaurier hereinschauen und zuschauen, wie dieser Mensch da über seine Geschichte redet. Also Gelingen und Scheitern als geschichtsphilosophische Kategorien tauchen jetzt hier plötzlich auf. Wir sehen also, dass nicht etwa, wie das dem Hegel immer unterstellt wird, jetzt damit, dass wir jetzt ein Konstruktionsprinzip für einen Weltbegriff haben, sozusagen die Philosophie am Ende ist und abgeschlossen, sondern sie öffnet sich in neue Problembereiche. Und dieses sich öffnen in neue Problembereiche, das ist genau die Frage, die entsteht, wenn wir mit Hegel zunächst den Abschluss des philosophischen Systems, das System als die Gestalt, in der die Wahrheit allein Wahrheit ist, nehmen und dann doch sagen, ja, das System ist geschlossen. Wie kommen wir aus dem geschlossenen System in ein offenes System hinüber? Und wie ist ein offenes System zu begründen? Und das ist dann sozusagen ein Sprung aus der bisherigen theoretischen Philosophie in eine Philosophie, die die Offenheit in einem Verwirklichen von Möglichkeiten, also in einem praktischen Verhältnis herzustellen hat. Das wäre dann für diesen kurzen Abriss, den ich zu geben habe, der nächste Punkt, der zu behandeln ist. Ehe wir in der 6. und letzten Vorlesung dieser Reihe einen Sprung in eine ganz neue Form des Philosophierens tun werden, würde ich ganz gern eine kleine Zwischenbilanz ziehen, eine Zwischenbilanz, die in einem gewissen Sinn durch das Selbstverständnis auch nicht nur Hegels, sondern auch der ganzen Hegelschule, das mit der Hegelschen Philosophie ein gewisses Ende des bisherigen Philosophierens erreicht sei, sich deckt, anschließen. Um diesem kleinen Resümee ein bisschen Atmosphäre zu geben, habe ich für die Dinge, auf die ich mich beziehe, hier auch jeweils die Originalausgaben mitgebracht, also die Erstdrucke, aus denen die Texte, mit denen ich umgehe, zu entnehmen sind. Zu Parmenides haben wir natürlich aus einer Zeit lange vor der Erfindung des Buchdrucks noch keine Druckfassung, sondern da ist die erste gedruckte Version, mit der er uns begegnet, die große Philosophiegeschichte von Jakob Brucker, die erste Philosophiegeschichte, die im 17. Jahrhundert erschienen ist. Und da scheint es mir wichtig, und zwar gerade in einer Zeit, in der doch der philosophische Idealismus eigentlich die herrschende Strömung war, dass Brucker auf eine sehr eindrückliche Weise an Parmenides die nicht nur die Konzentration auf das Denken, das das Sein abbildet und ausdrückt, sondern gerade auf das natürliche Sein, das sich im Denken manifestiert, herausbringt. Und diese Stelle, das ist eine kurze Stelle, möchte ich Ihnen gern geben. Da schreibt er, und ich übersetze es dann gleich, patebit enim existendis, in metaphysica parte Parmenidem, non ad spirituales naturas, sed ad ipsam rerum omnium naturam in abstracto consideratam
sive ad universi constitutionem metaphysicam respexisse. Es ist offenkundig, dass Parmenides sich nicht auf geistige Wesenheiten bezieht, sondern dass es ihm um die Bildung eines Begriffs vom Universum aus den natürlichen Sachverhalten geht. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass zum ersten Mal, wo über Parmenides philosophiegeschichtlich berichtet wird, dieser Gesichtspunkt auch noch von einem Theologen, Brucker war evangelischer Theologe, hervorgehoben wird, im Gegensatz zu vielen späteren Interpretationen, die dann immer sozusagen dieses Denken des Noen in dem Fragment 3 als den eigentlichen Kern sozusagen des Seins hervorheben, wohingegen Brucker sehr deutlich sieht, dass das Denken die Abbildungsform des Seins ist. Die Abbildungsform des Seins, und das haben wir bei Leibniz jetzt sehr nachdrücklich nachvollzogen, die Abbildungsform des Seins stellt die Problematik, dass wir ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir eine unendliche Vielheit von empirisch Gegebenem gegenständlich als eine Einheit erfahren wollen. Das heißt, dass wir die Welt gleichsam wie eine Substanz, die in sich so dann ihre atomaren oder molekularen Elemente hat, begreifen wollen und nicht vielmehr die Welt als das Ergebnis, als das Resultat des Zusammenströmens all des Vielen, der Mannigfaltigkeit in der Einheit. Und da möchte ich noch einmal, und jetzt also auf die letzte Schrift von Leibniz, seine Monadologie, die kurz vor seinem Tode entstanden ist, zurückgehen und die entsprechende Leibniz-Stelle zitieren. Huic adaptationi rerum omnium creatarum ad unam quamque et unius cuiusque ad ceteras omnes tribuendum, quod quælibet substantia simplex habeat respectus, quibus exprimuntur cetere omnes et per consequens speculum vivum perpetuum universi existat. Ich nehme, da ich nun mal Leibniz übersetzt habe, meine eigene Übersetzung zu raten. Diese Verknüpfung nun oder diese Anpassung aller erschaffenen Dinge an jedes einzelne von ihnen, also das Cusanische Prinzip, und jedes Einzelnen an alle anderen, bewirkt, dass jede einfache Substanz in Beziehungen eingeht, die alle anderen ausdrücken, und dass sie folglich ein dauernder, lebendiger Spiegel des Universums ist. Ein dauernder, lebendiger Spiegel des Universums. Das setzt aber zugleich voraus, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass jede einfache Substanz, also jede Monade, selbst wiederum als eine Einheit gedacht wird, weil sie ja die Einheit der ganzen Welt in sich ist und durch nichts anderes konstituiert ist, als dadurch, dass sie die ganze Welt auf ihre Weise suo modo ausdrückt. Dass also Zusammengesetztes eigentlich gar keine seiende Substanz ist. Das ist eine Veränderung des Substanzbegriffs bei Leibniz. Er sagt in einem Briefwechsel einmal, was nicht ein Sein hat, hat auch kein Sein, hat auch nicht ein Sein, also ist auch nicht. Und man kann sich das klar machen an dem Beispiel, sagen wir, eines im Krieg operierenden Heeres. Alle die Soldaten, die da kämpfen, sind einzelne Individuen, sind Substanzen. Jede für sich und drückt jede für sich von ihrem Standpunkt aus die ganze Welt aus und verhält sich auch jede für sich gemäß ihren eigenen Tendenzen. Als Kompanie, Bataillon, Regiment sind sie ein Aggregatum, sagt er. Da sind sie zusammengefügt
Und die Tatsache, dass sie sich im Aggregatum auch verschieden verhalten können, der eine kämpft weiter, der andere flieht beispielsweise, so wie Schlachten in alten Zeiten entschieden wurden, zeigt sich, dass das Aggregat keine eine Substanz ist, sondern nur ein zusammengesetztes. Vom Zusammengesetzten aus können wir aber nicht auf die Einheit kommen, sondern die Einheit muss gegeben sein, damit es ein Zusammengesetztes gibt. Nun könnte man denken, diese Welt ist ja auch ein Zusammengesetztes aus all den vielen Einzelheiten, die in ihr existieren und die wir empirisch erforschen. Sie ist aber eine Substanz als Ganzes auch, weil sie in sich durch diese wechselseitige Abhängigkeit, jedes von jedem, durch dieses Relationengefüge, von dem wir gehört haben, zu einer Ganzheit zusammengeschlossen wird, sodass in ihr, wie in einem Organismus, kein Teil ohne den anderen Teil der Teil wäre, der er ist. Das wäre also genau die Problematik, die sich ergibt, wenn wir einen menschlichen Körper oder einen tierischen Körper sehen. Man könnte zwar ein Bein oder eine Hand oder irgendetwas abtrennen und es bliebe immer noch ein lebendiger Körper, aber das Abgetrennte, das von diesem Organismus, in dem jedes mit jedem in Beziehung steht, in dem also der ganze Blutkreislauf und Transport aller Stoffwechselelemente und so weiter statt hat, abgetrennt ist, das stirbt ab, ist nicht mehr. Also die Deutung der Welt als Ganzheit ist eine Deutung, die die Welt organizistisch und nicht mechanistisch deutet. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, sozusagen als Resümee hinzuzufügen. Eine spekulative Abbildung von Welt wird letzten Endes zu einer in der einen oder anderen Weise organizistischen Antwort führen. Das ist ein großer Streit in der Philosophie immer gewesen und eigentlich galten die Mechanisten immer als die Materialisten. Aber dialektische Materialisten können keine Mechaniker sein, sondern müssen den Relationenzusammenhang denken. Und darauf kommt es mir an, dass dieser Übergang von einem Materiebegriff der Materie als Substanz fasst, zu einem Materiebegriff der Materie als Relation fasst. Und Marx wird immer von materiellen Verhältnissen sprechen. Er spricht ganz selten von der Materie. Er spricht von materiellen Verhältnissen. Darauf kommen wir morgen dann noch. Dass dies sozusagen ein Wandel auch in der Grundfrage der Philosophie ist. Wenn die Grundfrage der Philosophie die Entscheidung zwischen idealistischen und materialistischen Lösungsansätzen für das Weltproblem ist, wie es bei Engels dargestellt wird, dann ist sozusagen die vorhegelianische, die vorleibnizianische Antwort, materialistische Antwort, immer eine mechanistische. Es wird also immer nach der Causa efficiens, nach dem Wirkungszusammenhang von mechanischen Wirkungen gefragt, nach Ursache und Wirkung, nach dem Hebelgesetz sozusagen. Und unter den Bedingungen des relationalen Denkens, also seit Leibniz, ändert sich die Auffassung von der Materialität der Welt als eine solche der organischen Abhängigkeit der Elemente dieser Welt voneinander. Das ist ein ganz wesentlicher Übergang, der sozusagen die Einheit von der Substantialität, die Substanz und Aggregat unterscheiden kann, in die Relationalität überführt. Damit wird es möglich, die Einheit als übergreifend über die Vielheit zu begreifen, worüber wir gesprochen haben, auch dass das bei Plato zum ersten Mal sich formuliert, dass das eine Voraussetzung dafür ist, dass das Viele gedacht werden kann, aber auch das Viele gegeben ist, damit das eine als eine Verknüpfung des Vielen, als Ganzes erscheint.
Bei Platon bleibt das noch in einer sehr unentschiedenen Fassung, weil Plato den Begriff einer relationalen Welt noch nicht hat. Da sieht man wieder, wie doch Philosophie, Systematik auch in der geschichtlichen Entwicklung der Begriffe, dem sich herausarbeiten einer differenzierteren oder sich verändernden Begrifflichkeit sich niederschlägt. Weil Platon also diesen Begriff des relationalen Ganzen noch nicht hat, sondern das eine doch als eines denken muss, wie eine Substanz, woran dann der Neuplatonismus, eben Proklos und Plotin anknüpfen, wie wir vorhin gesagt haben, bleibt bei ihm diese Entscheidung in einer merkwürdigen Schwebe. Und ich finde diesen letzten Satz des Parmenides-Dialogs, diesen Satz, in dem das Ganze sozusagen in einem offenen Schwebeverhältnis gehalten wird, einen der ungeheuerlichsten Sätze, der überhaupt in der Philosophiegeschichte niedergeschrieben wurde. Und ich würde ihn gerne in der ungeheuer präzisen lateinischen Fassung von Marsilius Ficinus, der ersten Plato-Adaptation in der Renaissance, zitieren und dann in meiner eigenen Deutung und Übersetzung geben. Da heißt es bei Marsilius Ficinus, jetzt muss ich die Stelle finden. Nonne ut summatem loqua, si dixerimus, unum si non est, nihil est, recte dicimus. Et maxime quidem. Hoc itaque dictum a nobis sit, atque illud praeter ea, quod ut videtur, unum sive sit, sive non sit. Tum ipsum, tum etiam alia, atse se. Atque invicem omnia omninus sunt, atque non sunt. Apparent, que in super et non apparent. Verissima quedem hic sunt. Ich übersetze nun. Zusammenfassend sagen wir also nun, und damit fasst er die ganze lange Entwicklung des Parmenides-Dialogs zusammen. Wenn wir sagen, wenn das eine nicht ist, so ist nichts, so sagen wir das doch etwas Richtiges. In der Tat. So soll also gesagt sein. Dieses, dass das eine, wenn es ist, nicht ist, auch nichts ist, dass das eine also die Voraussetzung des Seins ist, atque illud praeter ea, und auch dieses andere, nämlich, dass das eine, möge es nun sein oder nicht sein, als es selbst, als das eine, also, oder wie auch als die anderen, als das eine in der Form der Andersheit, der Vielheit. In Bezug auf sich, das eine zu sich selbst, und in Bezug der anderen aufeinander. Alles ganz und gar sind, und jetzt kommt also der Hammer, und nicht sind, erscheinen und nicht erscheinen. Verissima quem, das ist sehr wahr. Dazu sozusagen als Erläuterung. Hier wird also das eine als die Voraussetzung jedes möglichen Denkens von Sein, von Welt überhaupt gedacht. Und dann wird gesagt, ja, aber wenn also nicht ist und es ist nur das Viele, dann ist ja auch was. Und dann ist es in Bezug aufeinander oder in Bezug auf sich selbst, Selbstbezüglichkeit, Selbstreflexion. Und wenn das so ist, so sind das eine und das Viele, alle ganz und gar. Omnia omninus sunt. Und das ist eine ganz wichtige Übersetzungsform bei Ficinus. Im Griechischen heißt es Panta Pantos Esti,
und Panta, die vielen, das Ganze ist ein Plural, ein Pluraletantum. Und Esti ist ein Singular, also das Verbum ist dazu. Das Ganze, die Panta, die vielen, das ist etwas. Und bei Ficinus im Lateinischen, das geht nicht. Omnia ist ein Plural, also muss auch das Verbum ein Plural sein. Omnia, omnino sunt. Alles ist überhaupt alles. Und dieses alle sind alles. Und dadurch wird der Übergang sozusagen deutlicher als bei Platon selbst, wie von der Vielheit der Omnia zu der Einheit des einen übergegangen werden kann, weil es nicht einfach umschlägt, sondern weil es deutlich wird, hier ist eine Vielheit, die dann aber omnino, ganz und gar alles ist. Und die sind und sind nicht. Denn wenn es nur die Vielheit wäre, dann wäre eben nichts. Aber das gibt es ja nicht, denn das Nichts ist nicht möglich. Das kann gar nicht gedacht werden. Es bleibt offen. Wie haben wir denn das jetzt zu denken? Also lassen wir offen und sagen sowohl das eine als auch das andere. Das ist natürlich keine philosophische Lösung, sondern es ist eine philosophische Problemstellung, die hier gestellt wird. Aber diese philosophische Problemstellung ist eine, die sozusagen den ganzen Denkprozess des Nachdenkens über das Verhältnis von Einheit und Vielheit in Gang gesetzt hat. Und hier, meine ich, stehen wir an einem Punkt, wo bei Plato ihm im Wege steht, dass er die Vielheit der Natur nicht selbst als Seiendheit zu denken vermag, sondern weil sie ja immer nur das andere, also ihre eigene Negation voraussetzt, um bestimmt werden zu können. Das eine setzt die Negation voraus der anderen, um als eines bestimmt werden zu können. Weil also das eine, sobald es das Partikuläre, das besondere eine ist, sich durch die Negation bestimmt, dadurch bleibt das alles bei Platon im Raum der Begrifflichkeit, sozusagen in einem unentschiedenen Offenheit. Und da, meine ich nun, ist entscheidend also wirklich der Einsatz, den Hegel gegangen ist. Und ich nehme den Schluss aus der Heidelberger Enzyklopädie, also aus der ersten Fassung seines Systems, wo er davon dann spricht, dass die Philosophie die sich wissende Vernunft ist. Die Vernunft, die sich selbst weiß. Und zwar als was weiß? Als das weiß, was das absolut Allgemeine in der Mitte ist, zwischen dem Geist und der Natur. Das absolut Allgemeine ihrer Mitte, die sich in Geist und Natur entzweit. Das heißt, hier wird deutlich gesagt, der Geist, die Welt der Begriffe, in der wir das alles beschreiben können, in der wir die Ganzheit der Welt, das Wahre ist das Ganze als das System, wissenschaftliche System in seiner Gestalt, dass diese Ganzheit des Wahren als die sich wissende Vernunft, die ihr eigenes Verhältnis zu ihrem Gegenstand, nämlich zur Natur, reflektiert, sich versteht als die Mitte, nämlich als den Spiegel zwischen dem Spiegelbild, das der Begriff ist, und der Natur, die das Urbild, das Vorbild des Begriffs ist, das Vorbild des Spiegelbilds. Das heißt, hier wird in einer Formulierung, die, wenn man sie strukturell auslegt, gar nicht anders als spiegeltheoretisch metaphorisch ausgedrückt werden kann, deutlich gemacht, das gesamte Hegelsche System, das ist der Schluss des Systems, ist das System, das, weil man nur in Begriffen denken kann, man nur in der Form der Spiegelbilder der Wirklichkeit denken kann. Und infolgedessen die Wirklichkeit, vorausgesetzt als das andere des Begriffs mitgedacht werden muss, wenn man die Wahrheit als Wahrheit des Systems der Begriffe, als des Systems der Wissenschaft denkt. Das also zurückkehrend aus dem Reich der Begriffe ins Reich der Natur
man sozusagen die Umkehrung des Spiegelbildes wieder zurück in das natürliche Urbild vollziehen muss. Wie das zu geschehen habe, sagt Hegel nicht mehr. Für Hegel reicht es, das System der Begriffe zu haben, damit habe ich ja das Abbild der Welt, das Spiegelbild der Welt. Wie das, wenn wir in der Welt leben, aussieht, ist die Frage, die Marx stellt. Und da komme ich jetzt mit einem kleinen Sprung zurück zum Anfang. Das ist genau die gleiche Frage, dass die Philosophen immer die Welt nur interpretiert haben und man müsse sie doch verändern, also in ihr etwas tun. Die Frage, die Nietzsche an die Historie richtet, und ich will das zitieren. Warum Belehrung ohne Belebung? Warum Wissen, bei dem die Tätigkeit erschlafft? Warum Historie als kostbare Erkenntnis, Überfluss und Luxus uns ernstlich nach Goethes Wort verhasst sein muss? Nur soweit die Historie dem Leben dient, also in die Praxis übergeht, wollen wir ihr dienen. Aber es gibt einen Grad, Historie zu treiben und eine Schätzung derselben, bei der das Leben verkümmert. Ein Phänomen, welches an merkwürdigen Symptomen unserer Zeit, und das ist vor 130 Jahren gesagt, sich zur Erfahrung zu bringen, jetzt ebenso notwendig erweist, als es schmerzlich sein mag. Hier sagt im Grunde genommen aus dem Geist des Unbefriedigtseins beim bloßen Nachdenken über die Dinge Nietzsche dasselbe, was dann Marx sagt, wenn er die Veränderung der Welt fordert. Wir müssen aus dem bloßen Denken, und er sagt das von der Historie und Marx sagt das von der Philosophie, zurück zum Tun in der Welt, zur Praxis kommen. Und erst wenn wir das Verhältnis von Theorie und Praxis hergestellt haben, erst dann haben wir eigentlich das eingelöst, was die Theorie leisten soll und auch zu leisten vermag.